Hallo allerseits, herzlich willkommen zu While True Learn. Das ist ein kleines, aber feines Puzzlespiel. So, ja, es geht irgendwie ums Programmieren. To become a programmer, you must master your art of turning the computer on. Click on the flashing triangle and drag to connect the power outlet with your PC screen and keyboard. Press deploy. Congratulations, you're almost a programmer now. So, zack, angeschlossen und deploy. Strom fließt, Monitor ist an, Computer ist an, perfekt. Läuft. Error. Die Katze spielt auch eine Rolle. Die hat uns unsere Programmierfehler ausgebessert. Hey, what did you do? Did you do that? Holy zeros, if only I could understand what this cat has to say. I guess we'll have to find out a way to recognize your speech. Goal cat speech recognition. To-do list. Google it on Cat Overflow. Okay. How to recognize animal speech. Hey everyone, can you believe my cat? That little devil has debugged my code again. He definitely has something to say, so I decided to make some sort of device which would help me understand him. Give me advice, wish me luck maybe. I'm not insane, my mom had me tested. Don't rush ahead of yourself. Making a device that would be able to detect the cat would be a nice start. You can work with video, sounds, etc. when the time is right. Hey, a couple of days ago I've been reading about how expert system can be applied for detecting animals and writing chatbots. The newspaper was called Deep News. I'll be sending you my copies once I'm done with them. Welcome to your workspace. This is where programming magic and bugs, mostly bugs, is born. To begin, drag an expert system node from the list on the right. Also hier haben wir die Sachen, die wir quasi einsetzen können. Ein Expert System in dem Fall. Drag the connection line from the starting block on the left to the Expert System block on the right. If you want to delete connection, place your mouse over the line and press the right mouse button. Okay? Dieses Expert System sagt jetzt, this node compares colors. If the color of the element is equal to the chosen color, the element comes into the top socket. Others go to the bottom socket. In real world, before the invention of self-learning algorithms, people used expert systems. These algorithms tried to use hard-coded comparisons similar to human experts' decisions. It worked terribly. Okay, also hier kommt alles rein und alles, was rot ist, kommt oben raus und alles andere hier unten. Ich könnte hier auch eine andere Farbe einstellen, aber rot oben, das heißt, hier sollen die roten rein und hier sollen die blauen rein. Click Test Run to check if the scheme works properly. So, kommt rein und kommt an der richtigen Stelle wieder raus. Wunderbar. Jetzt müssen wir nur noch warten, bis hier überall 8 drinnen sind. Und gleich ist es soweit. Yay, final result. Okay. Hey again, I've tried that expert system and it hardly makes any sense. Squares are floating from left to right. Is that what's the fuss is all about, the machine learning? Are you guys actually working there? This is called visual programming, my fellow dude. Yes, this is how it's supposed to work. The expert system analyzes your data input from the camera and checks if there's a cat on them. No, it's not what machine learning is all about. It will get too hardcore soon enough. Well, I'm not very good at it yet, apparently. Anyways for me to practice, I'm working as a freelance and the amount of contracts is crazy. I'll forward you some routine jobs I don't have time to. It will help you get on your feet and earn some cat bucks as well. Check your mail now.
PS, you're still paying for the service though. Hey, wützau@cat.meow. Meow. Noob advice, there's an auto help for each new technology, very convenient. I've turned it on for you now. No need to thank me, but you probably want to change your password. My cat talks 1, 2, 3 is pretty obvious. Behold, also ein bisschen Humor ist auch dabei. Behold the task tree. This is the map of your progression in the game. Vertical progression stands for story quest. Horizontal branches are optional. Icon colors stand for different types of machine learning text used in respective tasks. Sounds pretty simple, also we hope. Okay, wir haben was bekommen. Good day, we're from a public school. Some exams have passed here already. The results are attached to the letter. Could you process it and predict which of the students will be able to enter the MIT? So, wir brauchen 100% Accuracy und 25 Sekunden Zeit. Wir bekommen 350 Catbugs. See these colorful geometric shapes. They represent various kinds of data. In modern world, everything can be turned into data. Numbers, letters, elements of images. Machine learning is all about sorting and interpreting data. Long story short, your goal in the game is to transfer data from the left part of the screen to the right. This bar shows the minimum amount of data that needs to be processed to complete the task. So, hier haben wir wieder das Expert-System. Und zwar nicht rot diesmal, sondern grün kommt oben hin und alles andere kommt unten hin. Ein Testrun und autosaved und wir können es beschleunigen auf zweifach. Das ist gut. Testrun complete. Estimated result, jawohl. Estimated cost 42. Da könnte ich, wenn ich könnte, noch etwas optimieren. In dem Fall geht es, glaube ich, nicht wirklich anders. This action requires renting servers. Are you sure you're ready to launch it? That will cost 2 Catbugs per second. Ja, machen wir. Das heißt, hier sind die Kosten und hier ist mein Geld. Die verbleibende Zeit. Okay. Ja, und wir haben Kohle bekommen. Was heißt das? Kann ich das nochmal lesen? Ups. Nö. Stopp. Tree. Hier geht's weiter. Errors in the database. Hello, we have some errors in our questionnaires data. We can't solve the problem by ourselves. Can you please fix it? Schauen wir mal. Efficiency is measured not just in money, but with medals too. Hier oben. Medals have influence on your story progression, while boosting your self-esteem at the same time. You can improve your results later on. And a trash can. This node destroys elements. In real world, real data sets have a lot of errors. Filtering out errors is a very important skill for all data scientists. Okay, so. Wir haben hier ein Expert-System. Wir können jetzt sagen, alles was blau ist, wandert, so mal hier rein, alles was blau ist, wandert in die Trashcan und der Rest hier rüber. So würde ich das jetzt machen. Das hier ist die Accuracy und das hier die Anzahl, die benötigte Anzahl. Okay, complete. Eine Sekunde hätte ich noch Zeit gehabt. Release. Machen wir das noch schneller. Sieht nicht so schlecht aus. Sehr gut. Und wir haben wieder haufenweise Kohle gemacht. Hello, it's us again. We found some new types of errors made by our users. Please update your program. This will be easier if you will use the previous version of the code. Okay. Deep News, Non-Neural Artificial Intelligence.
Eliza. Ich glaube, das war am Amiga oder so. Damals habe ich mit Eliza gesprochen. Das war so eine möchtegern KI-Person, mit der man reden hat können. Das war witzig. Mankind has always been trying to create an artificial intelligence. Before the invention of neural networks, people used expert systems. An expert system is a deterministic algorithm which reproduces the decisions of a real person. An example of this is Eliza, the very first chatbot in the world. It was created in 1966. Oh, das ist schon relativ alt. And talked with the patient using questions similar to real psychotherapists. It worked horribly. Das ist wahr. You can reuse your schemes from earlier tasks in the next ones. These custom nodes don't spend time on transferring data. You can edit your custom schemes at any time. Simply double-click the right mouse button on them. Okay. Ach so. Das hier kann man machen. Und Double Right Click. So sieht's aus. Und hier soll nur rot rein. Moment, das war without blue. Das heißt, blau wird hier aussortiert, oder wie? Genau, blau wird hier aussortiert. Und dann brauchen wir noch ein Expert System, das auch noch grün aussortiert. So, würde ich mal sagen. Das sieht nicht so schlecht aus. Auf jeden Fall Success. Und das wird jetzt gespeichert in Only Red. Und das kann ich dann für später verwenden. How to recognize a cat in the picture. Hey, is there any way to detect the cat without using expert systems? It works for texts, but with pictures, not so much. Furthermore, that cat just won't sit still. That it does not. Try decision trees then. Those are like expert systems, but on steroids. Once you feel comfortable around them, try Sift. This little devil is way more effective with pictures. Also works nicely when paired with other algorithms. Or you can use nails or glue or something. Come on, it's just a cat, it won't fight you back. Please don't use anything I mentioned on that actual cat. Different blocks have different processing rates. This parameter will influence efficiency of your schemes. Icons on the right indicates the time required for block to process one element of data. So wir haben hier einen Decision Tree Color. This node compares sockets colors with elements colors and choose the sockets with a minimum amount of errors. If the element color is equal to only one socket's color, then element moves to that socket. If element color satisfies both conditions or don't satisfy any conditions, then moves to the random socket. Okay. In real world, decision tree is one of the basic machine learning algorithms. Each tree knows a limited number of classes. When the decision tree gains an element, it asks the element some questions and chooses the class most similar to the element. Puh. Jetzt versuchen wir das mal. Ich
Ich will das jetzt nur mal anschauen, was sich da jetzt tut. Ja. Keine Ahnung, was das jetzt gemacht hat. Also die Grünen sind hier, nur die Grünen und Roten landen, nein, Blau. Rot landet hier unten. Ach, Moment. Grün. Grün. So, jetzt muss ich mal kurz ein Expert-System hier durchjagen. Und Rot hier rüber. So, schauen wir mal. Too many nodes. Das sind nur 2. Darf das nicht sein? Ich darf nur eine Node haben. Dann machen wir das so. Blau. Blau und alles andere hier oben. Kann das sein? Ja, ein bisschen Accuracy fehlt. So sieht's aus. Rot oben und blau unten. Und grün kommt auch, okay. Ja, jetzt habe ich so ein bisschen geschafft. Und hier optimization of the code. We hope it's our last request for you. We've changed our database system. Can you update your code one last time? We need it to work faster. Das ist schneller. Das macht das hier. Da kommt alles durch. Da kommt auf jeden Fall alles durch. Ja, wir können hier 3 Nodes machen. Red kommt hier durch, aber da kommt was anderes auch durch. Ein paar blaue kommen auch durch. Da müssen wir fast noch ein Expert-System dazwischen hängen. Das ist aber blöd. Das dauert viel zu lang. Oder auch nicht. Ja, es kommen nur die roten durch, aber es dauert relativ lange und somit auch keine Goldmedaille, aber ich habe Geld bekommen. Das ist ja auch nicht so schlecht. Okay, ich würde sagen, für heute war es das. Vielen Dank fürs Zusehen. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.